Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Erlebnistour Ralf und Patti. Ah nee, zu spießig. Kurzum. สวัสดีค่ะ Und ein Hallo zusammen aus Mülheim an der Ruhr. Was haben wir heute vor Papa? Heute werden wir uns auf eine Zeitreise der Stadtgeschichte begeben. Denn Mülheim besteht nicht nur aus dem Mügerpark und seinem Schloss Broich. Nee. In ihrer langen Zeit auf Mutter Erde hat sie auch so einiges zu erzählen. Also, bleibt dran! Willkommen zurück zu unserer Zeitreise. Doch bevor wir beginnen, möchten wir noch einen zweiten Punkt in diesem Video ansprechen. Denn häufig wird uns die Frage gestellt, Warum nur ein Video im Monat und nicht mehr? hier und heute kommt die Antwort. Seid gespannt. Wie jede Stadt hat auch Mülheim einmal klein angefangen. Und so wurde sie das erste Mal urkundlich anno 1093 unter dem Namen Molenheim erwähnt und bildet heute die Altstadt im Stadtzentrum. Und da gehen wir auch hin. Ganz genau, Schatz. Nächster Stopp, Altstadt. Whatever you did, can you do some more now? Swear you got me falling for your excellence. Whatever you get, can you take some more now? Swear you got me craving you night and day. Ach, ist sie nicht schön, diese kleine Idylle, die allerdings einen Haken hat. Denn nicht alle Gebäude haben den Lauf der Zeit überstanden. Dennoch fallen mir zwei Gebäude besonders ins Auge, die den Lauf der Zeit oder halt ein und ein halbes Haus einigermaßen überstanden haben. Zum einen wäre da das Terstegenhaus. Hier mal ein Foto aus dem Archiv der Stadt Mülheim mit seiner 350-jährigen Geschichte. Das übrigens seit 1950 auch als Heimatmuseum dient und zugleich das ehemalige Zuhause des gleichnamigen Predigers Gerhard Terstegen war. Dieser gute Mensch hatte in seiner Zeit als Prediger Enormes geleistet und den Geist des Glaubens weit hinausgetragen. Doch wenn man sich das Haus heute betrachtet, aber seht selbst, Spenden zur Wiederherstellung nimmt das Heimatmuseum gerne an. Whatever you did, can you do some more now? Swear you got me falling for your excellence. Whatever you get, can you take some more now? Swear you got me craving you night and day. Das zweite Gebäude, was ich meine, das steht gleich nebenan, denn die Rede ist von der Mausefalle, die jedem Mülheimer als Restaurant und Biergarten heute bekannt ist und wesentlich besser dasteht als der Nachbar und über die so manche Legenden schweben. Doch später mehr darüber. Jetzt einmal wird es richtig gruselig. Wir werden über den Friedhof schleichen und sein Geheimnis lüften.
Sein Geheimnis liegt nicht darin, dass er unter Denkmalschutz steht oder wegen seiner aufwendigen Grabgestaltung. Nein, mitnichten. Sein Geheimnis liegt darin, dass er schon über 200 Jahre auf dem Tacho hat und damit der älteste Friedhof in Mülheim. Jetzt überlegt mal, über 200 Jahre. Mann, so alt wird kein Schwein. Ein Beispiel dazu. Der ist noch älter als der Erste und Zweite Weltkrieg zusammen. Sprich, da war von Weltkrieg noch nicht einmal die Rede. Wow. Doch zurück. Papa, was machen wir jetzt? Gehen wir wieder in die Altstadt zurück? Eine gute Idee. Lüften wir die Legenden der Mausefalle. Die Mausefalle, wie schon gesagt, heute Restaurant und Biergarten. Aber lüften wir jetzt mal ein paar Legenden. So soll um 1600, so sagt man sich, spanische Soldaten, die im Zuge des Spanisch-Niederländischen Krieges durch Mülheim gezogen seien, um hier in der Schankwirtschaft Rast zu machen. Na, wer kann's denen verübeln? Ein langer Marsch macht auch durstig. Na dann, Prost! Oder eine weitere, die man sich erzählt, dass die Wirte an der Petrikirche früher Mäusefallen aufstellen mussten, um Herr einer Mäuseplage zu werden. Daher auch der Name. Was davon nun stimmt, weiß man nicht. Aufzeichnungen, die das untermauern könnten, fehl am Platz. Und so bleibt es halt nur eine Legende. Aber was keine Erzählung ist, das ist die Petrikirche. Doch bevor wir uns dem ältesten Gebäude der Stadt widmen, kommen wir zum zweiten Punkt des Videos. Warum gibt es nur ein Video im Monat? Hier kommt die Antwort dazu. Wie einige wissen, machen wir keine normalen Videos. Sprich, nur filmen, eventuell ein wenig schneiden, das Ganze ohne Kommentar. Fertig. Nicht mit mir. Bei uns ist es eine Verbindung aus der Fotografie, aus Video und das Allerwichtigste von allem, die historische Geschichte zu unseren Orten, die wir besuchen. Bevor wir also ein Video erstellen, heißt es erst einmal in den Stadtarchiven, bei Wikipedia, in Biografien und so weiter zu wühlen, um Informationen und Daten zu sammeln. Sprich, sehr, sehr viel lesen. Das alleine nimmt schon die Hälfte der Zeit ein. Gefolgt von Skript und Spickzettel schreiben. Wie so ein Spickzettel für mich aussieht, das seht ihr einmal hier. Ihr seht jede Menge Daten und Informationen. Ja, und nach dem Fotografieren und Videodrehs kommt die Auswertung des Materials. Anschließend Schneiden, Mischen von Einblendungen, Musik und Fertigstellung. Auf YouTube laden, Titelbilder erstellen, Untertext zum Video und zu guter Letzt die Untertitel in verschiedenen Sprachen synchronisieren. Bis also so ein Video entsteht, wie ihr es von uns gewohnt seid, muss erst einmal viel Vorarbeit geleistet werden. Wer also jetzt meint, das ist doch alles nichts, für die haben wir eine Antwort parat. Wir wünschen euch viel Spaß Beim Selbermachen.
Wo waren wir denn gleich stehen geblieben? Ach ja, wir wollten von der Petrikirche berichten. Also denn, laut der Stadtgeschichte wurde sie auf einer Kapelle eines mittelalterlichen Herrenhofs zu Broich um 1250 begonnen und schlängelte sich so wegen verschiedenen Anbauten so durch die Jahrhunderte bis zur Fertigstellung. Wann das genau war, ist nicht wirklich bekannt. Man munkelt um 1600. Aber egal. Erst im Jahre 1912, 1913 war es mal Zeit, mit dem Besen durch die Kirche zu gehen, um ihr mal ein neues Innendesign zu verpassen. Also hieß es, ran an die Farbe, neue Deko und Bänke und das Ganze neu ausrichten. Und so verging die Zeit wie im Fluge, bis 1943 im Zweiten Weltkrieg starke Bombenangriffe die Kirche fast in Schutt und Asche zerlegte. Was übrig blieb, waren nur noch einige Pfeiler und der Turmstumpf. Für den Rest gab es nur noch den Besen und Kehrblech. Aber die Mülheimer ließen sich nicht unterkriegen. Nach Kriegsende klatschte man kräftig in die Hände, um sich mit der Wiederauferstehung der Petrikirche zu beschäftigen. Die übrigens rund ein Jahrzehnt von 1949 bis 1948 andauerte. Und bis, oh lobet den Herren, sie wieder im vollen Glanze erstrahlte. Doch der Glanz der Zeit nagte an der alten Dame. Und so blieb einem nichts anderes übrig, nochmals ein neues Update zu verpassen. Und spendierte der Kirche auch gleich eine neue Kanzel, einen neuen Altar und ein wenig neue Deko und einen neuen Pott Farbe. Wo sind wir jetzt, Papa? Jetzt, mein Schatz, stehen wir am Fuße des Bismarckturm, der auch hier in Mülheim eine große Bedeutung hat. Denn damals, zu Zeiten von Bismarck, gehörte es zum guten Ton, sich so ein Ding in den Garten zu stellen. Wobei sich jetzt die Frage stellt, wer war dieser Kerl überhaupt? Nun, sein Name war Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen und weilte auf Erden vom 1. April 1815 bis zum 30. Juli 1898 und kommen auch direkt zu den Punkten, die ihn im damaligen Preußen so berühmt gemacht hatte. Denn seine Kriegspolitik als Feldherr ließ Preußen im damaligen Europa zu einer führenden Macht aufsteigen. Und wie weit sich das Reich erstreckte, das zeige ich euch einmal mit dieser Karte. Ja, und sowas macht sich natürlich auch in seinen Lebenslauf recht gut. Und so wurde er 1871 nicht nur zum Fürsten ernannt, und Trommelwirbel bitte. Hallo? Bekomme ich jetzt meinen Trommelwirbel? Na also, geht doch. Sondern wurde auch der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches.
Und das wollte man mit so einem Turm feiern, wie zum Beispiel auch Mülheim. Nur, wie immer, das Geld reichte nicht. Erst als der Mülheimer Augenarzt Johann Hermann Leonhard und seine Frau Margarete Stinnes aus ihrer gegründeten Stiftung die Kohle locker machten, konnte Mülheim endlich seinen Turm 1908 beginnen und pünktlich ein Jahr später zum Geburtstag vom Reichskanzler Otto von Bismarck eröffnen. Nur der Frühling währte nicht lange. Im Zweiten Weltkrieg bekam er seine neue Aufgabe, einmal als Flakturm, gefolgt bis 1956 als Sendeturm für britische Soldaten. Und das blieb nicht ohne Folgen. Angekratzt von diesen Ereignissen wollte Mülheim um 1976 den Turm Dengar ausmachen. Der Turm sollte weg. Wieso? Die Sanierungskosten waren der Stadt einfach zu hoch und man entschloss sich, lieber ein paar Häuser zu bauen. Nur die Rechnung ging nicht auf. Denn 94% der Mülheimer Bevölkerung waren dagegen und die Stadt musste sich vorerst fügen. Bis 1998 die Stadt eine Erleuchtung oder einen Sinneswandel hatte oder weil wieder Kohle in der Kasse war? Man weiß es nicht. Jedenfalls entschloss man sich, den Turm ein zweites Leben zu geben und sanierte ihn. Doch der Zahn der Zeit war erbarmungslos. 2017 stellte man erneut Schäden im Außenbereich fest, wie Risse und Auswaschungen an den Fugen. Und weil das noch nicht genug war, reihten sich im Innenbereich Korrosionsschäden an und nagten an den Dachträgern. Kurzum, die Stadt musste handeln und machte den Turm kurzerhand dicht für die Öffentlichkeit. Und so wartet er. Vielleicht auf ein neues Comeback. Lassen wir uns mal überraschen. Apropos überraschen, wo wir gerade davon sprechen. Eine Überraschung habe ich noch für euch. Im Kloster Sahn. Glaubt mir, das lässt euch die Kinnlade runterfallen. Kloster Sahn, gegründet im Mai 1214, so sagt es ein Schriftstück, das man im August 1650 hier im Altar gefunden hat. Weiter heißt es darin, dass das Kloster 1216 dem Zisterzienserorden zugeordnet wurde und damit das erste Nonnenkloster dieses Ordens war. Aber jetzt wird es verrückt. In diesem Nonnenkloster war nicht immer heiliger Sonnenschein. Denn hier und da, kam es zu Ausschweifungen im Kloster. Ja, ihr habt richtig gehört. Sodom und Gomorra in den heiligen vier Wänden. Und das fand die heilige Obrigkeit nun so gar nicht lustig. Die Konsequenz daraus: 1476 versuchte man zum ersten Mal durch einen Führungswechsel das Kloster wieder auf Spur zu bekommen. Doch irgendwie war der Wurm drin. Die Ordnung wollte einfach nicht einziehen. Und so wechselte die Führung öfters, als einem lieb war.
Einige Zeit später, so um 1936, stand die Stadt Mülheim auf der Matte und übernahm das Kloster, um hier im Innenhof Wohnung für ältere Menschen einzurichten. Die Folge daraus war, nach einiger Zeit notwendige Instandsetzungsarbeiten an dem Kloster vorzunehmen. Doch durch den Zweiten Weltkrieg musste man vorerst die ganze Sache auf Eis legen. Erst 1960 war es endlich soweit. Die Sache fing an, Fahrt aufzunehmen. Nur sollten es nicht die letzten Sanierungsarbeiten sein. Denn in den Jahren 1979 bis 1989, also rund 10 Jahre, bekam die Klosteranlage erneut eine Rundumüberholung. Und die war so heftig, dass es ihr den Status Baudenkmal eingebracht hatte. Nicht schlecht, Herr Specht. Wäre da nicht noch ein Aber? Es war noch nicht perfekt. Um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben, entschloss man sich im Oktober 2008 für eine Eröffnung des Klostermuseums. Und weil das noch nicht reichte, 2010 der Kloster- und Kräutergarten. Ja, und heute dient es als Begegnungsstätte, als Heim für ältere Menschen, als Versammlungsort für verschiedene Festlichkeiten und als Ausflugsort. Zum Schluss noch ein Wort an euch. Sollte euch unsere kleine Reise durch Mülheim gefallen haben, dann einmal teilen, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, gehabt euch wohl und Tschüss. bis zum nächsten Mal.